Tabat Vivaldi 685 DF, ein Doppelachser von Tabat. Und hier auf dem Caravansalon in Düsseldorf eines der wirklich umlagerndsten Fahrzeuge, wenn es um den Bereich Platz, Leben im Wohnwagen. Es gibt ja auch viele Leute, die haben einen festen Standplatz und möchten hier vielleicht ihre kleine Eigentumswohnung errichten, die in Form eines Wohnwagens auch gute Dienste macht. Dann bietet natürlich ein solches Fahrzeug mit einer enormen Aufbaulänge unglaublich viele Möglichkeiten, um viel Spaß zu haben, solch einem See oder egal, wo ihr irgendwo steht. Das Ganze mit Glattblech an der Seite, ein GFK-Dach ist oben drauf und ganz viele Extras in Serie, die eigentlich dafür gedacht sind, das Fahrzeug im fahrenden Zustand zu benutzen. Unter anderem natürlich auch ATC in Serie. Das ist ein Stabilisierungssystem für das Fahrwerk, was hier drin ist. Und. Ja, viele Extras, wie zum Beispiel eine Stützlastwaage, die ist mit drin. Oder auch dieser Gaskasten mit einer speziellen Riffelblechausführung, die mit drin ist. Und Gasdruckfedern, die das Ganze halten. Do-Control hier eingebaut. In dem Fall eine Do-Control-Anlage, die es ermöglicht, 2 Gasflaschen dann umzuschalten. Ja, das Ganze mit einer automatisch nachstellbaren Bremse ist in dem Bereich auch Standard bei Alco. Und hier vorne sieht man die Öffnung ganz oben dort am Dach. Da sind 2 kleine Schlitze drin, die könnt ihr hoffentlich sehen. Und das ist die Belüftung, die einmal von vorne nach hinten durch das ganze Dach durchgeht und dafür sorgt, dass keine Staunässe oder irgendwas dort verbleiben kann. Ja, Sandra ist schon mal da. Die große Aufbautür, die kennzeichnet diesen Wohnwagen. Weiße Leichtmetallfelgen hier dabei mit einer 4-Kanal Truma Mover Einrichtung, sodass man also hier wirklich nur noch am Joystick spielen muss und die Stabilisierung dafür da hat. Und wir gehen am besten gleich mal rein, zeigen das mal. Man hat Seits-Rahmenfenster hier verbaut, das Ganze flächenbündig. Das heißt, ihr baut auch nichts auf und überall natürlich Serviceklappen mit drin, sodass ich bequem von außen in den Wohnwagen reinkomme. Das ist das neue Hecklicht, die Multi-LED-Rückleuchte von Tabat mit natürlich einem Lauflicht für den Blinker, das darf auch nicht fehlen. Ja, Fahrzeug hier mit Rundsitzgruppe hinten, da würde ich jetzt mal drauf tippen und einer extra breiten Aufbautüre, 10 Jahre Dichtheitsgarantie und hier einen Preis von 60.726 €. Das ist natürlich eine Menge Geld, aber in der Ausstattung, wie er hier steht, hat er Extras drin von 20.000 €, denn knapp über 40.000 € kriegt man diesen Wohnwagen schon in der Ausführung. Aber viele Extras werden wir gleich sehen, was hier verbaut ist. Eine Fliegenschutztür, dann der beleuchtete Einstieg, auf der rechten Seite ein doppelt zu öffnender Kühlschrank und der ermöglicht einem dann auch die Getränke von außen herausnehmen zu können. Eine Lederausführung hier in einem braunen Leder mit drin, das wirkt schon mal ganz, ganz edel. Küche auf der rechten Seite, gegenüber Mikrowelle, man hat hier eine Klimaanlage mit drin, eine große Runddusche. All das werden wir euch noch zeigen. Wohnraumteppich ist hier integriert, man hat ein ganz großes Queensbett mit 2 Kleiderschränken und wer sich auskennt, in der Länge natürlich ein Wohnmobil mit der Ausstattung, da sind wir schon mal jenseits der 100.000 € locker, wenn es dann langt. Hier vorne hat man Softclose mit drin. Das Ganze verlangt natürlich ein bisschen Kraft. Ein Heki hier mit eingebaut und 4 Scharniere wie bei allen Tabat-Fahrzeugen im Heckbereich. Ja, hier vorne sieht man die Multifunktionsleuchte. Ein Jena-Soundsystem ist verbaut. Multifunktion bedeutet direkte Beleuchtung und indirekte Beleuchtung in einem. Natürlich mit den Tabat-Rauten hier mit integriert und Standard-Schaltsysteme, kein Bussystem hier eingebaut. Und das ist die Anzeige für die Wassertanks und für die Heizung ein CP Plus Bedienfeld hier mit drin. So, unten drunter hat man viel Platz und auch hier wieder der
Zugang von innen und außen. Ja, die Sitzgruppe wirklich traumhaft und oben drüber hinterlüftete Schränke, die bei jedem Tabat da sind und nochmal eine ganz tolle Rundumsicht. Ja, das heißt ja nicht umsonst Rundsitzgruppe. Da ist die Küche mit einem großen Spülfeld und einem 3-Flammen-Kochherd. Das Kochfeld mit nochmal einer Verstärkung aus Guss. Und ja, das ist in fast allen Tabats im Moment in der Anwendung mit natürlich Piezo-Zündung mit drin und einer großen, tiefen Arbeitsplatte. Was auch noch auffällt, ist dahinter, alles ist sehr toll verkleidet. Also es erinnert fast so ein bisschen an ein Cockpit von einem Flugzeug. Und hier oben nochmal die 5 Scharniere. Das ist typisch Tabat. Auch hier wieder Küche mit 3 Schubladen, beziehungsweise 2 Schubladen und einem Schrank. Der ist versteckt optisch, sieht da aus wie eine ganz normale Schubladeneinheit hier mit drin. Das sind die Gasabsperrhähne. Hier ist der Platz für das Besteck und drunter für Töpfe und Co. Und ganz unten ist dann nochmal Platz, um irgendwelche schweren Sachen reinzumachen. Ist nicht ganz so tief, das werdet ihr gleich sehen, denn ein paar Sachen sind üblicherweise da unter Umständen schon im Weg. Also hier könnte auch schon der Radkasten im Weg sein, aber dort kann man schwere Dinge machen, die man direkt ablegt. Ja, das ist besonders auch noch, dass die ganzen Entlüftungsgitter, man hat es eben gesehen, nicht bis an den Boden ranragen, sondern wirklich jetzt ein bisschen weiter oberhalb, so dass sich das Ganze wirklich viel, viel einfacher auch reinigen lässt. Das ist ein Schrank, der wird ergänzt durch gegenüberliegend noch weitere Küchenelemente, wie zum Beispiel Mikrowelle oder Kühlschrank. Kühlschrank direkt im Eingangsbereich, auch der ist doppelseitig zu öffnen. Das ist jetzt zum Innenraum die Öffnung und das Ganze auch mit einer Tiefkühleinheit mit Doppelanschlag, heißt von innen und von außen beidermaßen zu öffnen. Oben in der Serie jetzt ein beleuchteter kleiner Schrank für Gläser und Co. und ganz unten dann nochmal ein ganz kleiner Schrank, der vom Besitzer dann genutzt werden kann, wie er das gerne möchte. Ja, Mikrowelle mit drin, auch die ist fest eingebaut, macht auch wirklich Sinn. Und die hat noch eine Oberhitze mit drin, das heißt, ich kann also hier nochmal Brötchen backen und andere Dinge machen. Kleiderschrank, das da unten ist übrigens die Truma Duo C, das ist die Umschalteinrichtung für die Gasflaschen und dort in diesem Abstellfach ist auch die Technik drin, 12 Volt und 230 Volt. Hier nochmal ein großer Schrank bis hinten hindurch und hier kann man auch jeden Zentimeter, hier sieht man übrigens den Radkasten, der verkleidet ist, mit den jeweiligen Luftleitungen und oben drüber ist dann das Fernsehgerät, das sich rausziehen lässt und in alle Richtungen nach vorne und nach hinten dann auch bewegen lässt. So, Bad diesmal in der Mitte, nimmt zwar ein bisschen mehr Platz weg, aber so habe ich natürlich eine geniale Trennung zwischen Badezimmer und Schlafzimmer und habe auch hier eine Banktoilette von Tedford, ein richtig großes Spiegelelement und ja, eine Toilette, die auch wirklich Beinfreiheit ohne Ende hat. Und die Kassettentoilette, ja, das Mittel der Wahl. Mittlerweile auch schon mit Cinderella Verbrennungstoiletten habe ich schon gesehen. Es lässt sich einiges nachrüsten bei ihrem Fachhändler, zum Beispiel in Ida Oberstein, AMC Schmidt. Dort gibt es Cinderella, aber bestimmt auch Trenntoiletten, wenn man nur lieb fragt. Die können alles irgendwie nachrüsten und zwar so, als ob es in Erstausrüsterqualität gewesen wäre. Hier sieht man nochmal das Thema Beinfreiheit und natürlich auch nochmal Platz. Also 1,75 Meter ist Sandra. Und sie hat überhaupt keinen Stress hier drin. Das sind so Kleinigkeiten, Kleiderhaken und dann das große Schlafzimmer mit Queensbett. Und da sieht man also richtig schön, das ist ein richtiges Schlafzimmer mit Flächenvorhängen. Hier erinnert gar nicht so viel an das Thema Wohnwagen. Dusche auch mit Plexiglas, Abdeckungen, also fast wie zu Hause und dann auch der Möglichkeit, sich auch mal drinnen zu drehen. Man hat viel Platz dabei und muss sich also nicht zusammenfalten, um mal hier zu duschen. Das Ganze auf Wunsch auch mit Citywasseranschluss, das heißt, das Wasser wird immer wieder vollautomatisch wie bei einer Toilette nachgefüllt.
Und hier ist uns auch der Radkasten drunter, deswegen also hier die Verkleidung. Und ein großes Duschelement oben, der Handtuchhalter ganz oben. Und das Queensbett. Und das Queensbett mit indirekter Beleuchtung, 2 Kleiderschränken auf der linken und der rechten Seite. Und natürlich der Möglichkeit, dass ich von unten dann nochmal an das Bett rankomme, wenn ich da was gelagert habe. Können wir uns gleich mal anschauen. Also Oberschränke sind mit drin. Das sind diese neuen Entlüftungsgitter, die jetzt weiter oben sitzen. 2 Schränke über dem Bett. Und auch die sind hinterlüftet komplett. Und jeder Schrank hat 4 Scharniere. Also wenn ihr die Anzahl der Scharniere im ganzen Wohnwagen zählt, es dürften einige zusammenkommen. Und das Bett lässt sich auch komplett anheben und hat dann hier Platz für alle Installationsmöglichkeiten. Das Thema Wasserentleerung kann man jetzt machen und man kommt natürlich auch ans Gepäck ran, das unterm Bett verstaut werden kann. Natürlich achtet auf die Dachlasten, das ist immer so ein großes Thema. Ja, Sandra fühlt sich wohl, ich mich auch, beim Tabat Vivaldi 685 DF. Und es gibt einige Neuerungen, man muss sich die Sachen genau angucken. Und letztlich muss man auch mal reingehen. Das machen die Leute jetzt auch wieder auf der Messe. Wir geben das Fahrzeug wieder frei. Und es jedem selbst die Entscheidung. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert German Television. Tschüss.